Yo, hallo. Heute tatsächlich ohne irgendeinen komischen Welcome. Und klassisch meine Kamera, die jetzt sich entschieden hat zu freezen, weil sie ein Hurensohn ist. Ah. Aha. Auf Center. Da drehen wir dich auf. Du bist auf Live, das ist gut. Wird wahrscheinlich jetzt gleich viel zu laut sein, aber schauen wir mal. Asterix bitte, oder? Jetzt kalt auf. Und dann, wenn ich ihn brauche. Digga. So, bin online. Bitrate ist gut. Funktioniert alles. Wunderbar. Man hört mich hoffentlich. Ich hoffe, man hört mich. Hallo Jesse. Ich hoffe, du hörst mich. Hallo Inge. Wunderschönen guten Abend. Tag, Abend, Abendtag, Tagabend, Abendtag, Geburtstag. Penis. Man hört mich. Sehr gut. So. Dann schauen wir in 1 Minute 22 Sekunden, was passieren wird, was wir sehen werden. Ich hatte keinen Bock auf einen Greenscreen. Ihr werdet es überleben. Ich werde mich ein bisschen kleiner machen. Und ja, ich leuchte rot, weil der Screen so rot leuchtet. Nintendo! Ich hätte fast drauf vergessen. Ich hätte tatsächlich fast drauf vergessen. Twitter sei Dank. Gut für den Teint. Für den Teint. Mein Teint. Ein bisschen Sonne, Mond und Sterne. Ja, gerade du vergisst es, die du gestern erst davon gesprochen hast. Du hast gestern erst gesagt, morgen ist doch die. Und jetzt, ich bin Jesse, habe vergessen. Hat nichts mit Pokémon zu tun, habe ich vergessen. Ich, Jesse. Oh Mann. Unfassbar. So. Geht los. In 5, 4, 3, 2, 1, go. Peggy 16. Oh wow, das geht wirklich sofort los. Wie lange wollt ihr noch Covid-19 als Ausrede verwenden? Ist es gar A-Cloud? Das ist gar A-Cloud, oder? Hello, and welcome to Indie World. I'm Mariko. And I'm Tyler. We're back with a showcase full of indie games headed to Nintendo Switch. Let's dive right in. Was dann? Okay, schon mal arg uninteressant. Interessiert mich nichts. Ich bin zu faul, im IRL zu kochen. Warum sollte ich mich hinsetzen und in einem Game kochen? Ein indisches Game auf jeden Fall, ja. Aha, ja, auf jeden Fall. Venba. Hi, I'm Abhi. I'm Sam. And I'm Sharon. We're making a cooking game called Venba, which is about an immigrant Indian mother and her family coming to Canada in the 80s. Food often acts as a bridge between assimilated children and their immigrant parents, so we wanted to use cooking as a lens to tell the story of this family as they grow and change. We often see the kids' side of these stories, but as we ourselves got older, we thought telling the parents' side might make for an interesting change of perspective. And we hope you find it interesting too. Er hat einen Bon appetit and enjoy the Orgen-Akzent in der Mitte, die anderen beiden haben überhaupt keinen Akzent. Something smells delicious. Grab a spoon and get a taste of this wholesome narrative cooking game. Help an Indian mother who has recently immigrated to Canada reconnect with her heritage by cooking a variety of mouth-watering South Indian dishes. Das klingt für mich Experience a story nach of UK love und and nicht nach loss Kanada. through branching conversations. Try to restore lost family recipes and bop along to a soundtrack inspired by Indian musicals. Start working up an appetite for Venba, coming to Nintendo Switch next spring. Schade, dass sie es nicht im November gebracht haben. Hey Rico, ever wanted to make a game? Yeah, Verdammt. but it's a lot harder than you might think. Ich habe gerade nicht Just gelesen, ask stand. Kanii and Kumade,
two friends striving to find the perfect idea for their next game. Watch their story develop as you play through stages of a retro-inspired puzzle platformer while following their day-to-day struggles. Their Oh, recent sorry, games aber ich haven't exactly been raking in sehe hier profits. gar nichts. So both of them Yo, must work bloody. part-time jobs to make ends meet. Ich Will bin their auch kein Fan von friendship dieser be able to Bollywood-Musik. take the strain of these challenges? Find out when Goodbye World launches on Nintendo Switch later this month. Oh. Bringen Sie das jetzt für die Switch, oder was? Wie ist das? Till Death? Have a nice death, ja. Ich habe das gleich auf meiner Steam-Wishlist noch drauf. Das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich mich freue. Aber ist mir wurscht, dass es für die Switch kommt. Ich hole es sowieso für Steam. Ich habe es ja bei Tommy und bei Tazdingo gesehen. Ich glaube, Barb hat das auch im I'm 24-Stunden-Stream dying to gespielt. play this one. It would be a grave mistake to skip it. Don the robes of Death Incorporated CEO, Death himself, in this grimly charming roguelike game. It looks like your subordinates have been working overtime, so it's up to you to restore work-death balance. There are 70 wicked weapons and scorching spells at your disposal, all of which can be upgraded to create devastating combos as you hack and slash your way through the corporate underworld. One of the perks of being Death is that, well, you can't die. So use what you've learned and earned to overcome each department's vengeful minions and bosses. Reap what you sow when Have a Nice Death slashes onto Nintendo Switch March 22nd. Pre-orders warum begin sie- later today on Nintendo eShop. Entschieden haben, jetzt das doch für die Switch zu releasen. Bonjour, je suis Justine Namra. et nous sommes Cosmogato. Passionnés de films d'animation et après avoir travaillé sur des longs métrages, nous avons voulu créer un monde magique que l'on pourrait s'approprier. En effet, après avoir grandi avec des films d'animation traditionnels des années 90, il m'était naturel de dessiner un monde luxuriant, organique et peint à la main, avec une histoire qui, je l'espère, vous touchera. Merci. Merci. Is there anything better than relaxing in nature and Das ist schon enjoying wieder the so ein gentle Animal sea Crossing breeze? What about doing both of those things while lying on top of a giant capybara? In this small open world game, you Yo, have Plax. one goal. Find inner peace on an isolated island paradise. As the retired warrior Akka, explore handcrafted islands covered in majestic mountains, dense tropical forests, Okay, and nicht ganz inviting Animal hot Crossing. springs. Spend your time here however you'd like. Nurture the island's flora and fauna, build a shelter, Doch, Animal craft Crossing. items, or feed these adorable baby dragons. Or go on quests to meet mysterious characters, friendly giants, and face the ghosts of your past. Literally. Akka washes up on Nintendo Switch December 15th. Aha. Das ist schon cool. Devolver, okay. Okay, das ist cool. Das könnte ganz cool sein. Lol. Okay, das ist interessant. Frage ist es ein Roguelike? Lol. Die hieß Beatrix, ja. WTF, was ist das für ein fettes Viech gewesen? Okay. I am hooked. Pepper Grinder. Can you dig this game? Yes, and so can Pepper. This spicy, drill-wielding treasure hunter has been shipwrecked and robbed. Now, she must spin up her trusty drill grinder to reclaim what was stolen from her. Chewed through the terrain.
perform impressive maneuvers, and solve tricky puzzles as you unearth collectibles for your gallery and gather up pieces of the scattered riches. Das ist cool. Cash them in to pep up Pepper and upgrade Grinder with new drill bits. Ramp up the chaos of the maps and open up even more areas to dig in this thrilling drilling adventure. Lol. Pepper Grinder burrows onto Nintendo Switch next year. Pepper Grinder. Whew! I think it's time we take a coffee break. Then pull up a chair because this coffee brewing, narrative-driven visual novel is back for a second episode. As the barista of your own late-night coffee shop, meet quirky characters, Secrets. listen to their heartfelt stories, and get to know them, one cup at a time, all while enjoying the cozy lo-fi soundtrack. Not all of your customers will be human. You'll encounter an opera-singing banshee, an orc who makes games, and many more fantastical regulars. Experiment with ingredients to find just the right brew for each customer. Dazzle them with latte art masterpieces, and uncover secret recipes that are sure to warm their heart. Relax and stay a while when Coffee Talk Episode 2, Hibiscus and Butterfly, pours onto Nintendo Switch next spring. Mhm. Und da gefällt mir schon mal die Musik. Ich wollte sagen, Inge, ich hatte denselben Gedanken. Ich hatte eins zu eins denselben Gedanken. Das ist kein Spiel für mich, aber die Musik gefällt mir. Was zum Fick ist Gaslord? Gaslord Moorlord? Take on the role of a vengeful demon warrior in this spirited 3D action adventure. After his defeat at the hands of a Japanese folktale hero, Kuta travels to a small island where he joins forces with the spirit Kazemaru. Ancient demons lurk within vast meadows and lush forests. To defeat them, you'll control both characters simultaneously using a single Joy-Con controller. Wield Kuta's club to attack demons. Then Damit summon hat sich das Kazemaru Game to schon draw mal out their absolut spirit. disqualifiziert. But beware, some demons are invincible, Single leaving you with no Joy-Con other controller, choice than das to sauft flee hier. the encounter. Can Kuta overcome his trials and become the most powerful demon? Begin your quest in Oni, Road to be the mightiest Oni, when it comes to Nintendo Switch, March 9th, Es ist viel zu 2023. langsam. Mich. Okay. Dodgeball Fortnite. Das ist wirklich Dodgeball. From the creators of Monument Valley comes a character-driven, roguelite, metaphorical ball game? Every night, when Desta falls asleep, they enter a mysterious dream world filled with scattered memories of long-forgotten locations, faces from days gone by, and yes, powerful orbs for playing a surreal turn-based ball game. Use the orbs to pull off perfect throws, shoot sneaky trick shots, and change the course of conversations. As the night progresses and you fall deeper into a sweet slumber, you'll unlock new abilities and ways to overcome challenges. You'll also meet a cast of colorful characters along the way, brought to life with a full voice cast. I'm not sure I can keep up. Unravel your dreams when Desta, the memories between, Es wird der ärgste launches on First-Person-Shooter, Nintendo Switch Third-Person-Shooter early next year. gezeigt und in Wirklichkeit ist es Connect 3. Googeln, Diamanten, whatever.
young love, going to the movies, skipping school, using supernatural mind-reading powers. Yeah. Wait, what? Yep, this slice of life pixel art game has it all. Set in 90s rural Indonesia, it follows high school sweethearts Atma and Raya through their journey of self-discovery. Ihr könnt sie es Slice of Life nennen, aber sie haben magische Powers. Widersprüchlich. Can Atma and Raya face the end of the world? Find out when A Space for the Unbound launches on Nintendo Switch. Slice of Life sagt genau das aus, dass es keine Superpowers gibt. Sein Leben beinhaltet auch ganz viel Magic. Bonjour, je suis Cédric Babouche. Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich ein Maler, der das Ganze gemacht hat. Dordogne, c'est l'histoire de Mimi, une jeune femme sur les traces de ses souvenirs qu'elle a mystérieusement oubliés. Quand j'étais enfant, je me souviens que l'été était synonyme d'indépendance, un moment magique où chaque jour était la promesse d'une nouvelle aventure. Notre studio souhaite recréer cette étincelle de nostalgie à travers le parcours de Mimi. Se sert d'un mélange Bis der hat aber fett Dioptrien. créer des sensations et un lien fort entre les visuels et les Holy émotions shit. que l'on souhaite partager. Das sind Aschenbecher. Ou avec votre famille. Dordogne. J'espère que vous apprécierez Dordogne. 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 Look at these landscapes. Wird also Dordogne ausgesprochen. Meet Mimi. As a child, she spent all of her summers here. Now she returns to her late grandmother's home to find that she's left behind a series of letters and lost family secrets for Mimi to uncover. Revisit Mimi's childhood memories and help her reconnect with the inquisitive girl she once was. Play both in the past and the present. Skip along the picturesque French countryside as 10-year-old Mimi while exploring her grandmother's house in the present. Pony statt Sonny. Discover the close relationship between grandmother and granddaughter as you collect photos, objects, and words. Use them to fill Mimi's journal and keep her precious memories alive. Dordogne travels onto Nintendo Switch next spring. I can barely keep a houseplant alive. Don't worry, you don't need a green thumb to enjoy this one. As Arabella Green, you're a retired botanist who has a grand manor all to yourself. Take care of its magnificent gardens by solving Ich habe auch kurzzeitig an plant-based Weakness puzzles denken and müssen. preserving a collection of forgotten flora. Unearth seeds, pot them, and find their ideal habitat. Some plants will be fussy, so you'll have to think outside the box, or pot, to locate the right place for them. Inspect the manor for clues, newspaper clippings, letters, and more to help Okay, your das ist aber schon gardening skills interessant. blossom while learning more about Arabella herself. Nichts, was ich spielen will, aber das ist ganz interessant eigentlich. When Botany Manor blooms Ich onto glaube, für alle Nintendo mit dem grünen Switch Daumen ist das next ziemlich year. cool. Whoa, sick crocodile costume. It's a dragon. Anyway, we better start the show if we want to win the theater contest. Okay, let's go. The Royal Theatrical Spectacle. It's the best of all the festivals where everyone loves acting and people appreciate a good song. You two should perform at my festival. First you need to become a famous theater show every day. You guys totally have a chance to win the contest and perform at the Royal Theatrical Spectacle. The Royal Theatric Spec... The Royalty Spay Part... The Royalty Pay Spectaculars? Stand down, dragon. You're no match for me. You'll never defeat me, Prince. Oh, ze filmen al. Hoi, wij zijn Bonte Avond, een groep van 4 muzikanten die samen games zijn gaan maken. Games maken voelt soms als optreden voor ons. Voice acting improviseren met vrienden, samen liedjes spelen en gewoon grappies en ideeën ter plekke bedenken.
Je kan het ook voelen in het spel, waar vaak wat je hoort ook ons eerste teken Was zum Fick reden We wilden die? de spelers dit gevoel van improvisatie geven door ze te laten acteren, zingen en dansen in ons nieuwe spel Once Upon a Jester. Het is gevuld met zelfgemaakte liedjes, grappige personages en avonturen. We hopen dat je het leuk zal vinden. You know what? I'm joining a traveling theater troupe. Surely you jest. Nope. Musical theater rules. That's what best friends Sock and Jester are about to discover. They've devised a mischievous scheme to steal a royal diamond. Trouble is, their plan hinges on receiving an invitation to join the famous royal theatrical spectacle. Only the best of the best get invited, so they'll have to improv their way to fame and outperform every other act they encounter on the road. Join them on their wacky, whimsical journey across a fantasy kingdom full of silly characters and even sillier spectacles. No two honestly, das ist performances zumindest are the same. So sing your einzigartig. heart out, crack jokes, and make the stage your own. Once Upon a Jester jingles onto Nintendo Switch later today. Das ist auf jeden Fall etwas, was man so nicht gesehen hat. Anyone can be a hero in this sequel to the classic roguelite game where the adventure changes with every playthrough. Whether you're a lute-playing bard with vertigo or a vegan chef who fights meat, your goals are the same. Gather countless riches, build up your castle, and ensure your legacy. All your upgrades carry over to your heirs, and each new successor wields their own personal traits and abilities. The Nintendo Switch version also includes the Fabled Heroes update, adding a ton of new content, Wollte gerade sagen, including es sind ein paar dozens neue of new Sachen dabei. subclasses and items. So experiment with different playstyles as you battle fierce foes, make friends, and avoid clown bites that can give you clownanthropy. Ugh, you might want to get that looked at. You won't have to wait long to build your own legacy. Rogue Legacy 2 launches on Nintendo Switch Oh, das later Spiel hat today. mir so viel Spaß gemacht. Buddy up and experience the emotional tale Bei of dir an fehlt ein unlikely P. friendship in the co-op adventure Blanc. A wolf cub and a fawn are stranded together after a sudden snowstorm. Now, they must learn to rely on each other as they trek through the vast snowy wilderness, following their family's tracks. Two players must work together by using each animal's abilities to navigate obstacles among the frosty terrain. In addition to simple controls, this game's story and gameplay are both text-free, so anyone can easily immerse themselves in this handcrafted, monochrome world. Start your journey when Blanc steps onto Nintendo Okay, Switch das as a Logo console finde ich sehr, sehr exclusive cool. on February 14th. Der Rest interessiert Pre-orders mich genau gar begin nicht. on Nintendo eShop Bambi. later today. Muss man das Viech erschießen am Schluss? Can't get enough indies? Let's take a look at some more games coming to Nintendo Switch soon. What the fuck ist das? Das ist cool. Das ist wirklich cool, das gefällt mir. Das will ich sogar spielen. Das geht mir am Arsch vorbei. Ja, von dem Game weiß ich, es ist nur viel zu teuer für so ein Game. Inscription habe ich bei mir in der Warteschlange. Das war's? Nein, okay.
Hi, I'm Annie. Hi, I'm Lucas. I guess we like to keep things pretty tidy around the house, don't we? Yeah, it can be so satisfying to find the right spot for things. Yeah, like I love finding the perfectly sized plastic container to fit leftovers in. That's the best. I know! This is what our game A Little to the Left is all about. Finding satisfying puzzles hidden among household objects. Yeah, it's inspired by our lives, our home, and our cat, Rookie. Rookie just gets in the way sometimes. He can't help it. He sleeps at Lucas's desk while he's working. Yeah, and I have to type between the tail switches. Yeah. So we hope you have a really good time tidying up in A Little to the Left. Thanks. Can you move this picture a bit? Yes, a bit to the left. A little bit more. That's it. Perfect. Wow, you really like things neat and tidy, huh? You will too after playing A Little to the Left, a cozy puzzle game where you organize household objects into satisfying arrangements. Sort spoons of different sizes and shapes, stack papers, put away the cat toys. Oh, did I mention there's a cat? Hey, pause off. This fluffy friend has mischief on their mind and will show up from time to time to make a mess of your beautifully organized objects. Das stimmt, Inge, ja. But don't worry, there are more than 75 delightful messes to solve, many of which have multiple solutions. Oh, and yes, you can pet the cat. Neat. A Little to the Left launches on Nintendo Switch later today. And that's it for today's Indie. Wait, is that? 4! Sorry to butt in, but we have an update on Sports Story. In this all-out sporting RPG, you'll rise through the ranks of the sports world and prove your prowess on the golf course, tennis court, and football pitch. There are even more sports in your quest for athletic excellence. Raise your sporting rank to unlock even more disciplines, including BMX, mini golf, volleyball, cricket, and more. Then kick back at the mall to relax, go on quests, and explore dungeons? That's right. This game isn't just about sports. Hop on a train or helicopter to visit goat-infested buildings, abandoned ruins, and the mysterious wildlands. Or pursue your other passions. Make friends and enemies, go fishing, become a detective, partake in a bit of espionage. There's so much to do. You won't have to wait long. Sports Story kicks off on Nintendo Switch next month. And that's it Das for today's muss klar Indie. gewesen sein, We dass hope kein you enjoyed the games Silksong in kommt. today's showcase. Wer geglaubt hat, dass heute ein Big thank you Silksong to kommt, our der hat ein indie bisschen community and to Garfield-Kopium partners working on games inhaliert. for Nintendo Switch. And as always, thank you for watching. Until next time, happy gaming! Ah, sie haben Chat überhaupt deaktiviert dafür. Ja. Pepper Grind hat cool ausgesehen. Der Rest war irgendwie... Ja. Nicht zu gebrauchen. Ich hätte mir sau gerne vom Completionist er hat so eine Indie-Ding gehostet. Ich habe auch davon ein Game mitgenommen, das habe ich schon mal auf Steam. Wie ist das? Komm schon, Steam, geh schnell auf. Ein Game, ich hab's gesehen. Ich meine, ich hätte mir gerne das Event angesehen. Nur das Problem ist, das Event ist einfach so dermaßen lang gewesen. Weil er jedes einzelne Game halt gespielt hat und darüber gesprochen hat mit Devs und sonstigem. An sich ist sehr, sehr cool, aber so ein 24-Stunden-Event, das ist halt einfach viel zu viel. Das eine Game, das ich bei ihm gesehen habe, war ein
was soll ich sagen, von Star Fox inspiriertes Game. Ich will es nicht Kopie nennen. Es ist nicht wirklich eine Kopie, aber man merkt halt sehr stark, dass es davon inspiriert. Ja, da ist es. Exodiac, so heißt das. Es ist im Early Access. Ich muss nur kurz finden, dass ich das einblende. Wo habe ich es denn? Capture. Da. Hat mir vom Aussehen her echt gut gefallen. Es ist Star Fox ein bisschen erweitert. Und ich finde das super cool, weil ich mochte das Star Fox extrem gerne. Es sind sogar wirklich die Boxen da für die Laser, es sind wirklich die Laser, aber es ist auch mehr. Man kann irgendwie Schüsse aufladen und irgendwelche super coolen neuen Moves machen. Es ist einfach ein Mix aus Star Fox 64 und dem originalen Star Fox. Das hier ist halt mehr oder minder aus Star Fox 64. Oh, den Part habe ich ja gar nicht gesehen. What the fuck ist das jetzt? Also ja, ich finde das Game schaut super cool aus. Es interessiert mich auch mördermäßig, das zu zocken. Ich müsste bei ihm mal in die Indie-Showcase schauen, ob noch irgendwelche coolen Games. Ein paar Games kannte ich schon, die präsentiert wurden, so beim Drüberschauen, weil er hat alles Mögliche auf Twitter gepostet. Aber ich habe noch nicht alles davon gesehen. Ich finde es irgendwie traurig, dass eine Privatperson ein cooleres Event, coolere Games präsentiert als ein Riesenunternehmen à la Nintendo. Das ist etwas, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Etwas, was ich halt wirklich nicht nachvollziehen kann. Ich meine, dass man hier und da, dass Nintendo dafür bekannt ist, so irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Random Games zu präsentieren, ist auch vollkommen in Ordnung. Irgendwie müssen die auch quasi an Bekanntheit kommen. Aber dass sie halt nicht irgendwelche... ich kann nicht mal sagen, dass sie nicht irgendwelche Banger, weil Have a Nice Death ist eigentlich ein echt gutes Game und Rogue Legacy 2 ist definitiv ein mega gutes Game. Aber die zu präsentieren, ist eines der unnötigsten Sachen überhaupt. Die Games sind schon ewig draußen. Sau viele Leute haben das schon gespielt und die es interessiert, die haben auf den Release, auf den Switch-Release schon längst gewartet und wissen Bescheid, wann, wie, wo, was es released wird. Warum brauchen dann solche Games unbedingt eine Plattform, um zu sagen, wir sind jetzt auf der Switch? Have a Nice Death. Seit 8. März. Definitiv nicht so lang wie Rogue Legacy. Have a Nice Death, 8. März. Rogue Legacy 2, 28. April. Gut, offiziell ist Have a Nice Death noch im Early Access. Offiziell. Aber wie wir wissen, viele Games sind 12 Jahre im Early Access. Ich weiß, dass ich Have a Nice Death schon von einer längeren Zeit gesehen habe. Ich habe auch nicht gewusst, dass es noch vor Rogue Legacy rauskam. Das habe ich auch nicht gewusst. Das hat mich auch gerade ein bisschen überrascht. Deswegen habe ich auch gelacht, weil ich finde das witzig. Ich habe sie nämlich genau wie du in die verkehrte Richtung geistig eingesetzt. Ich merke mir nicht, wann welches Game released wurde. Ich habe vieles absolut vergessen. Eieiei.
Immerhin habe ich ein Game für mich mitgenommen, das ich mir anschauen kann. Achso, ich kann gleich nachschauen, ob es bei Steam zum Wishlisten ist. Pepper Grinder. Ja, ist es. Perfekt. By the way, das wird mein Nummer 83 auf der Wishlist sein auf Steam. Ja, ich habe 83 fucking Games drauf. Man muss es nicht unbedingt als 83 hinnehmen. Ich meine, einige davon sind so Wackelkandidaten. Hole ich sie mir nicht. Das beste Beispiel ist Scarlet Nexus. Ich meine, das ist gerade minus 70% und trotzdem kostet es 20 Euro. Tommy hat das gerade vor kurzem erst gespielt und ich habe die Demo davon gezockt. Ist ein ganz in Ordnung Game. Ich bin mir aber immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das überhaupt zocken möchte oder nicht. Aber die Tendenz ist dazu da, dass ich es eher nicht zocken will. Vielleicht kommt es hin. Deswegen lasse ich es auf der Wishlist mit dem Gedanken, eventuell kommt irgendwann der Tag, wo ich Bock drauf habe. Derzeit streamen sowieso absolut alle entweder Sonic, wobei Sonic eigentlich mittlerweile das eher weniger ist. Die meisten streamen gerade God of War, das neue. Inklusive Herr Mika. Weißt du was? Apropos Herr Mika. Gehen wir den Mika raiden. So, danke an alle, die mir gejoint sind, so spontan in der letzten Minute, weil ich absolut vergessen habe, was das Ding ist. Wir sehen uns später mit Sonic und ich schicke euch noch rüber zum Herrn Mika. Weil ich sonst nie die Möglichkeit habe, ihn zu raiden. Er spielt das neue God of War. Jo, macht es gut, meine Lieben. Passt auf euch auf. Bis dahin.